Guten Morgen, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr seht, wunderschönes Wetter. Ich werde es gleich mal ausnutzen und mit der BMW C400 GT eine Testfahrt machen. Ich berichte euch dann von unterwegs ein bisschen was über die Fahreigenschaften, Bremsen, Wendigkeit und Fahrstabilität auf der Landstraße. Viel Spaß dabei, wir sehen uns nach dem Intro. Ich nehme euch heute bei diesem traumhaften Wetter mit auf eine Testfahrt mit der BMW C400 GT. Habe mir einen schönen Kurs rausgesucht mit Kalimoto und werde mir so ein bisschen anschauen, wie die Straßenlage, Kurvenverhalten, Wendigkeit, Sitzkomfort natürlich auch ganz wichtig und die Bremsen sind. Und werde euch von unterwegs dann so ein bisschen was zu meinen Eindrücken berichten. Ich fange vielleicht mal mit der Sitzposition an. Das ist ja das Erste, was man immer merkt, wenn man sich das erste Mal auf ein Fahrzeug raufsetzt. Super bequem. Das war auch der erste Eindruck, den ich vor einem Jahr schon hatte, als ich den BMW-Test gefahren bin. Also für meine Größe, ich bin 1,88, super Sitzposition. Die extrem hohe Rückenlehne hinten, die Lendenwirbelstütze, die ist sehr angenehm. Die stützt auch wirklich gut. Man hat trotzdem auch die Möglichkeit, so ein bisschen nach vorne und nach hinten zu rutschen. Also die Sitzfläche ist relativ lang, sehr breit und perfekte Beinposition. Also ich habe 3 verschiedene Möglichkeiten, meine Beine zu positionieren. Entweder die Füße gerade nach unten oder nach vorne gestreckt. Und das ist auch wirklich was für Fahrer, die lange Beine haben. Also vom Sitzen her ganz angenehm. Auch die Armposition ist sehr entspannt. Man sitzt aufrecht, wie auf den meisten Rollern, und hat eine gute Übersicht, das Display alles sehr gut im Blick. Also Sitzposition absolut top, da kann man nichts meckern, da kann man wirklich auch lange Strecken mitfahren, ohne zu ermüden, ohne dass einem die Beine einschlafen. Also im Sitzbereich wirklich Touring-Qualitäten. Das ist jetzt wieder eine lustige Sache, habt ihr gesehen. Ich bin ja nun hauptsächlich oder viel mit der Vespa unterwegs. Und was man sofort merkt, zack, Motorradfahrer grüßen. Was sie bei der Vespa nie machen, aber bei der BMW wird gegrüßt. Finde ich total lustig. Entweder wissen sie von vorne nicht, ob es sich um ein Motorrad oder um einen Roller handelt, oder man wird auf einer BMW halt anders registriert. Ja, hier auf der Landstraße, da fühlt der BMW sich richtig wohl. Die Laufkultur des Motors ist sehr angenehm, ganz gleichmäßig. Sound finde ich ganz gut, also der Auspuff klingt sehr, sehr gut. Sehr kernig, schöner Klang. Und die Straßenlage, die ist wirklich, also jetzt im Geradeauslauf, Stabilität perfekt. Man sieht es alles ganz, ganz ruhig, hat halt auch einen sehr langen Radstand. Vorne das 15er, hinten das 14 Zoll Rad. Tragen natürlich dazu bei, dass der Fahrkomfort sehr gut ist. Die Gasannahme mit dem E-Gas, die ist wirklich gut, merkt man auch einen Unterschied zum Vorgänger. Also die Motorlaufkultur ist noch mal besser geworden, die Gasannahme ist sehr direkt. So, jetzt ist es mal ein bisschen leerer. Hinter mir ist auch keiner. Jetzt kann ich mal aus 80 mal runterbremsen. Also die Bremsen sind wirklich gut. Ich nochmal. Ziehen extrem knackig, und was auffällt, das ist ja jetzt verändert worden, vorne sind neue Bremssättel drauf, dass die Bremsleistung an beiden Bremshebeln sehr, sehr gut zueinander passt, sehr homogen. Das ist also nicht so, dass hinten gar nicht bremst und vorne dafür extrem stark, sondern das ist gut angepasst.
Also Bremsen top, gerade vorne die Doppelscheibenbremse, die zieht wirklich gut. Ja, und so zum Cruisen, jetzt Landstraße mit 70, ganz, ganz toll der BMW, macht extrem Spaß. Ist trotzdem, obwohl es ja ein recht großes Gefährt ist mit 215 Kilo Leergewicht, sehr wendig, das denkt man nicht, auch in der Stadt. Ich werde nachher noch mal ein bisschen in der Stadt fahren und dann euch da noch mal berichten. Also nicht nur für Reisen und auf der Landstraße, sondern wirklich auch im Stadtverkehr gut zu handeln. Extrem flexibles Fahrwerk und im Vorderrad sehr, sehr leichtgängig. So, jetzt haben wir gerade keinen auf der Straße. Ich mache mal einen kurzen Beschleunigungstest von 0 auf 70. Und zack, da sind wir schon. Also Beschleunigung ist wirklich gut, 34 PS, obwohl man denkt, er ist relativ schwer mit seinen 215 Kilo. Aber der geht wirklich gut, klingt dazu noch gut. Macht also wirklich Spaß, auch im sportlichen Bereich. Wenn man mal ein bisschen mehr Gas gibt, nimmt er das sehr, sehr gut an. Ich werde nachher noch mal ein bisschen schauen, dass ich mal eine etwas kurvigere Strecke finde. Denn diese langgestreckten Kurven, da liegt er natürlich wie ein Brett. Auch die Reifen sind sehr gut. Hat eine gute Straßenhaftung. Ja, und kein Vibrieren im Fahrwerk, kein Zittern. Der liegt wirklich ganz, ganz satt und ganz ruhig. Wenn man jetzt so auf der Landstraße ein bisschen cruist, dann kommt es natürlich auch so ein bisschen auf den Windschutz an, gerade bei einem Scooter. Der ist bei dem BMW sehr gut. Ich habe jetzt ja hier schon ein bisschen rumgebaut und mir ein anderes Windschild dran gemacht mit einem Windabweiser oben drauf, der für mich ganz gut ist, weil ich dann nicht solche Verwirbelungen am Helm habe. Das ist sehr praktisch. Wenn man jetzt ein bisschen kleiner ist, dann ist wahrscheinlich die Luftabrisskante ein bisschen anders. Auch bei den Windschildern gibt es ja verschiedene Varianten. Hier ist jetzt ein etwas breiteres, getöntes dran. Es gibt vom BMW noch eins, was 5-6 cm höher als das Originale ist. Und es gibt noch von GV1, was ganz hoch ist, wo man dann durchschaut. Also da ist auch für jeden was dabei, der so ein bisschen den Windschutz variieren möchte. Im unteren Bereich bei den Beinen ist der Windschutz sehr gut. Man merkt es ein bisschen an den Waden und Füßen unten, dass da es ein bisschen zieht, aber hier im oberen Bereich alles top. Also Windschutz, auch wenn man mal ein schlechtes Wetter kommt, vielleicht mal ein Regen oder so, völlig in Ordnung, das passt. Das Display liegt perfekt im Blickwinkel, hat natürlich ganz tolle Anzeigen, sehr gut sichtbar, auch bei Sonne, jetzt strahlt direkt die Sonne drauf und man kann es wunderbar erkennen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Auch die anderen Anzeigen sehr, sehr übersichtlich. Also das ist wirklich typisch deutsch. Perfekt gemacht. Mit Temperaturanzeige wählbar, ob man jetzt Restkilometer, Verbrauch anzeigen lassen möchte. Also das Display, da bin ich wirklich begeistert von. Auch mit der Connectivity-Funktion. Hier jetzt mal eine richtig böse Kopfsteinstrecke, um mal zu testen, wie das abgefedert wird vom Fahrwerk. Macht er gut, der BMW, also die Federelemente, Telegabel vorne, federn auch solche Strecken mal gut ab. Wenn man da mit einer Vespa rüberfährt, sieht es dann schon ein bisschen anders aus. So, ich fahre mal ein bisschen in die kleineren Straßen rein, um so ein bisschen Wendigkeit zu testen. Also die Bremsverzögerung ist wirklich sehr, sehr gut, extrem gut zu dosieren. Also da hat man ein gutes Gefühl für die Bremse auch.
Gucken wir mal, wie so der Wenderadius ist. Ja, das passt doch. Also finde ich jetzt nicht schlecht. Ist ja doch ein etwas längeres Fahrzeug mit einem langen Radstand und Wendigkeit völlig in Ordnung. Kommt man also auch auf so einer fast einspurigen Straße durchaus mal schnell dazu zu wenden. So, nur die Hinterbremse. Ja, hinten spricht das ABS natürlich dann auch schneller an. Jetzt bremse ich mal nur vorne. Ja, die Doppelscheibe vorne, die zieht natürlich wirklich rabiat. Da kommt man extrem schnell zum Stehen. Trotzdem aber, wie man sieht, die ist wirklich auch gut zu dosieren. Man kann das auch ganz weich bremsen. Die ist nicht ruppig. Also bremsen finde ich sehr, sehr gut. Hat man ein sehr sicheres Gefühl. Jetzt schauen wir mal, hier sind ein paar kleinere Kurven. Also sehr, sehr sauber zu handeln. Liegt also auch in solchen kleinen, engen Kurven sehr, sehr gut. Also Fahrverhalten, sehr, sehr dankbares Fahrzeug. Ich glaube, da hat keiner ein Problem mit. Federung ist in Ordnung. Ich habe die Federvorspannung hinten um 2 Stufen erhöht. Finde ich, ist dadurch ein bisschen besser geworden, das Fahrverhalten. Also ich mag den wirklich vom Fahren. Gute Mischung zwischen Sportlichkeit und Komfort. Leistung finde ich völlig ausreichend. Wer mehr braucht, der muss dann halt schon in Richtung Kymco 550 gehen oder den Yamaha T-Max 560 oder den Sim, den 508er, oder wer es noch einen Schritt mehr will, den Forza 750. Also nach oben hin sind da keine Grenzen. Dann wird es natürlich auch noch teurer. Also die ganz großen, außer der Sim und Kymco, die kosten dann um die 12, 12,5. Wenn man ein bisschen Zubehör ranbaut, ist man bei 13, 13.500 Euro. Das ist dann also noch mal ein bisschen mehr. Und die wiegen natürlich dann noch mehr und haben ein bisschen mehr Masse. Also ich glaube, das ist so ein guter Kompromiss hier so. Um die 400 Kubik ist für die Stadt noch gut zu handeln. Schafft trotzdem auf der Landstraße was, auch zu zweit genug Leistung, um mal einen Berg hochzukommen. Also von daher glaube ich, dass das für mich zumindest ein guter Mittelweg ist, um beide Welten irgendwie miteinander zu verbinden. Ich habe natürlich meine Vespa auch noch. Die ist ein bisschen was fürs Herz und für die Optik. Aber mir gefällt er gut. In der Riege dieser etwas sportlicheren Scooter finde ich, ist es einer der besten von der Optik, auch von den Features. Und haben natürlich viele von euch gesagt, ja, aber das Flexcase, ja, da stimme ich zu, war ich auch der Meinung, dass das Flexcase natürlich so ein bisschen Manko ist. Mittlerweile, wo ich das Ganze so im täglichen Betrieb ja fahre, finde ich es jetzt nicht mehr so störend. Also man kriegt so Kleinigkeiten kriegt man ja rein, man kriegt einen Jethelm vorne rein, man kriegt eine flache Tasche rein. Aber da ich einen Topcase habe, mache ich sowieso mein Gepäck und Einkäufe immer hinten ins Topcase rein. Aber ich kann den Helm dann immer, wenn ich irgendwo hinfahre zum Einkaufen oder was erledigen, packe ich den Helm unter die Sitzbank und habe trotzdem noch den Platz, um Gepäck hinten drin zu haben. Also gar nicht so schlecht die Lösung. Sicherlich mehr ist immer besser. Wenn jetzt natürlich ein großes Helmfach da wäre, würde ich auch nicht Nein sagen, aber man kommt ganz gut damit zurecht. Also den Sound finde ich wirklich gut. Der Auspuff hat einen schönen, tiefen, kernigen Klang. Da werde ich sicherlich mal ein separates Video machen, wo man es ein bisschen besser hört. Hier im Helm kommt natürlich nicht so viel an. Das werde ich vielleicht mal ein bisschen mit einem anderen Mikro einfangen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
hier so bei 90, 100 Landstraße. Ganz entspannt. Braucht man nur noch Musik anmachen und schon geht's auf eine schöne Tour bei solchem schönen Wetter. Macht also wirklich, wirklich Spaß. Demnächst zeige ich euch dann auch mal die ganzen Funktionen, was hier diese einzelnen Schalter machen. Der BMW hier hat ja so ein bisschen Sonderausstattung, der hat das große Display vorne mit der Connectivity und da kann man wirklich viel mitmachen. Also jeder, der so ein bisschen technikaffin ist, wird da seine Freude dran haben, mich eingeschlossen. Und auch so zum Musik hören, navigieren, kann man alles damit machen. Das ist fast wie im Auto. Also alles, was das Herz begehrt. Also von daher muss ich sagen, bin ich bis dato nicht nur mit dem Fahren zufrieden, sondern allgemein keinerlei technische Probleme, kein Klappern, kein Wackeln. Demnächst geht es jetzt zur Erstinspektion und bis dato kann ich nichts Negatives berichten. Also kein einziger technischer Mangel und ich fahre es jetzt wirklich täglich, das Fahrzeug. Verarbeitung wirklich gut, auch wenn manche sagen, es ist in China gebaut, aber wenn man daran denken, kommt auf die Qualitätskontrolle an. Und ich glaube, heutzutage kommt kein Fahrzeug mehr völlig ohne Teile aus China daher. Selbst Vespa wird zum Teil in Asien gebaut. Der Italiener. Also das Wichtige ist, glaube ich, immer die Qualitätskontrolle und die Vorgaben, die Firmen da machen. Und da scheint BMW wirklich darauf zu achten, dass das alles wirklich anständig verarbeitet wird. Auch die ganzen Kunststoffe, die ganze Haptik, das ist alles sehr solide. Da klappert nichts, da wackelt nichts. Also da bin ich wirklich sehr begeistert und auch sehr zufrieden. Auch wenn BMW das nicht hier in Berlin in Motorradwerk gebaut hat, was mir natürlich noch lieber gewesen wäre. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum BMW habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Auch wenn ihr Ideen für weitere Videos habt, wenn euch da irgendwas interessiert. Mir fehlt noch ein bisschen die Autobahn. Da kommt demnächst auch noch ein Bericht mit Topspeed, aber da warte ich erstmal die Erstinspektion ab. Und dann zeige ich euch mal, wie die BMW auf der Autobahn fährt und auch mal Landstraße ein bisschen schneller in Kurven. Aber man kann wirklich sagen, tolles Fahrzeug. Ich bin begeistert. Fährt sich wirklich gut, fährt solide. Gute Straßenlage, gute Kurvenlage. Tolle Bodenhaftung. Gerade Auslauf ist wirklich gut. Komfortabel ist er auch. Also man kann sportlich fahren, man kann trotzdem den Komfort noch genießen. Nicht jede Bodenwelle und jede Unebenheit wird direkt an den Fahrer weitergegeben. Das ist ganz angenehm. Hinten muss ich mal sehen, da gibt es vielleicht noch Optimierungsmöglichkeiten. Viel kann man an so einem BMW ja nicht machen. Anders als bei einer Vespa, wo man ja wirklich alles austauschen kann. Aber so ein paar Kleinigkeiten werde ich vielleicht an dem C400 GT auch noch optimieren. Ein bisschen was ist ja schon passiert, wie ihr seht. Vorne mit einem Navi-Halter, andere Scheibe, noch ein kleiner Aufsatz vorne. Da sind noch ein paar Sachen geplant. Auch nächstes Jahr werde ich sicherlich einige Touren damit mal machen. Der bietet sich da wirklich an, mal längere Strecken zu fahren. Ja, liebe Scooterfreunde, das war's für heute mit dem kurzen Fahrtest der BMW C400 GT. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten fahrt vorsichtig, genießt dieses wunderschöne Wetter und wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut!